Oh mein Gott, Lisa. Oh mein Gott, Lisa, was hast du uns heute mitgebracht? Es ist ein neues Diätprodukt. Und es ist sogar vegan, histaminfrei und glutenfrei. Aber wie funktioniert das denn? Es ist ganz einfach. Ihr nehmt einen Löffel und tut es in Wasser rein. Oh, vielleicht noch ein paar hinterher. Lecker. Und dann nehme ich einfach nur diesen Löffel und rühre das Ganze um. Schaut euch diese Farbe an und diese Textur. Es ist wunderschön. Okay. Stopp. Ich meine, das kann doch alles gar nicht funktionieren mit den Pulver hier, Tabletten, Tröpfchen da vorne. Ich meine, ich war eher mal der dünne Typ, ich brauchte keine Diäten. Aber in dieser Folge haben wir uns die Frage gestellt, funktionieren Diäten eigentlich wirklich? Dass sich jemand mit seiner Ernährung beschäftigt oder eine Diät machen möchte, kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, dass Leute ungefragt ihre Meinung über deinen Körper äußern. Wie man mich früher immer wegen meines Körpers genannt hat, das werde ich euch später verraten. Solche Kommentare von Bekannten oder Unbekannten aus dem Netz können tatsächlich einen ganz schön großen Einfluss darauf haben, wie man seinen eigenen Körper wahrnimmt. Ich hatte mal eine Phase, in der ich ganz schön viel Stress hatte und deswegen in kurzer Zeit einige Kilos abgenommen habe. Und ich habe direkt gemerkt, wie die Kommentare mir gegenüber ganz schön negativ geworden sind. Von wegen, oh, bist du jetzt magersüchtig oder was ist los mit dir? Hast du eine Essstörung entwickelt? Iss mal lieber bitte mehr. Und nach und nach habe ich dann wieder zugenommen. Nur um dann gesagt zu bekommen, ey, du bist ja richtig fett geworden. Was ist denn mit dir passiert? Geht's dir geradezu gut oder was? Und zwischen diesen beiden krassen Extremen lagen insgesamt 8 Kilo. Gerade bei jungen Leuten verändert sich der Körper ständig und viele entwickeln eine ziemlich negative Selbstwahrnehmung. Nicht zuletzt durch die intensive Nutzung vieler unserer Lieblingsseiten. Da sieht man ja auch ständig gefotoshoppte und 10-fach gefilterte Fotos von Traumkörpern. Aber manch einer will oder muss auch einfach runter von den Kilos. Wie also macht man das am besten? Also ich war selbst länger übergewichtig und es hat mich selbst sehr gestört. Ich habe darunter einfach sehr gelitten und wirklich alles probiert. Ich habe sämtliche Diäten ausprobiert, versucht abzunehmen, aber bin irgendwie immer wieder kläglich gescheitert. Ich fühlte mich einfach unwohl. Ich wollte etwas verändern und dann kam auch noch dazu, dass ich vom Arzt einmal darauf angesprochen wurde, auf mein Gewicht und wo denn das herkommen würde und dass es schon nicht mehr ganz so sich im gesunden Bereich bewegt und das war bei mir wie ein Wecker. Also irgendwie bin ich plötzlich aufgewacht und habe gemerkt, ich muss echt was verändern. Also wenn man schauen möchte, ob das Gewicht noch im grünen Bereich im gesunden Rahmen ist, dann gibt es zum einen einmal die Hilfe des BMIs, den kann man ausrechnen, da findet man auch sämtliche Rechner im Internet, kann man einfach mal schauen. Das bezieht sich auf die Körpergröße im Verhältnis zum Körpergewicht und daraus lässt sich dann einen Wert ableiten und daran kann man schauen, ist man noch im normalgewichtigen Bereich, ist man schon übergewichtig oder sogar untergewichtig. Wenn es also gesundheitliche Gründe gibt, um abzunehmen, stellt sich die Frage nach der effektivsten Methode. Schließlich möchte man am liebsten sofort Ergebnisse sehen und sich nicht übermäßig quälen. Hier sind nun die bekanntesten Diätformen und ihre Vor- und Nachteile. Bei der Null-Diät davon vor allem eines nicht: Essen. Hier wird schlichtweg gefastet und nur Wasser oder ungesüßter Tee getrunken. Das ist nicht nur gefährlich für den Körper, sondern auch erfolgsmäßig nur von ganz kurzer Dauer. Denn es kommt zum berühmt-berüchtigten Jojo-Effekt, sobald man wieder normal isst. Low Carb verteufelt Kohlenhydrate, die zum Beispiel in Brot, Mehl, Zucker oder Nudeln stecken und den Insulinspiegel nach oben treiben. Stattdessen gibt's viel Fett, Eiweiß und Fleisch. Hier sind zwar oft schnelle Abnehmerfolge sichtbar, was viele Leute sehr begeistert, aber Obst und Gemüse kommen hier deutlich zu kurz. Außerdem ist es eine ziemlich einseitige Ernährung ohne genügend Ballaststoffe. Nach der gewünschten Abnahme darf man Kohlenhydrate erst wieder langsam zum Speiseplan hinzufügen, denn sonst hat man alles ganz schnell wieder auf den Rippen. Paleo bedeutet Essen wie ein Steinzeitmensch. Also ohne verarbeitete Lebensmittel. Kein Fertigfraß ist ja super, aber zu viel Fleisch auch wieder schädlich. Außerdem ist so ein Höhlenmensch meistens nicht mal 30 geworden. Dieser Klassiker, frisst die Hälfte, erklärt sich von selbst. Durch einfaches Halbieren der Portion nimmt man ganz automatisch ab. Das ist eine altbewährte, effektive Methode. Aber Hungerattacken lassen nicht lange auf sich warten. Plus, isst man wieder normal viel, nimmt man auch wieder zu. Logo. Davon will man doch gleich ein Foto machen. Beim Clean Eating steht frisches und vor allem selbst zubereitetes Essen ohne Zusatzstoffe im Vordergrund. Hier weiß man, was drin ist und kann rumprobieren. Das braucht allerdings viel Zeit und ist nicht unbedingt mit jedem Lebensstil zu vereinbaren. Also, erstmal abnehmen klappt mit all diesen Methoden. Aber dauerhaften Erfolg mit der Gewichtsabnahme hat man nur dann, wenn man seine Ernährung auch dauerhaft umstellt. Das, was oft als Clean Eating bezeichnet wird, kommt tatsächlich dem am nächsten, was viele Ernährungsmediziner anstelle von schnellen Diäten empfehlen.
Aber eigentlich alles, was ihr im Netz unter dem Titel Diät findet, ist nicht unbedingt eine verbindliche Anleitung. Es sind oft Trends, die sich ein Abnehmguru ausgedacht hat und jetzt vermarktet. Also wenn man seine Ernährung wirklich umstellen möchte, dann muss man auch erstmal so ein bisschen schauen, was hat man eigentlich für ein Ernährungsverhalten? Wann isst man in welchen Situationen? Wann greift man besonders zu Süßigkeiten oder etwas anderem? Dass man so ein bisschen analysiert, wo kommt das eigentlich her? Das können zum Beispiel Emotionen sein, das kann Stress sein, das kann manchmal auch Langeweile sein. Was mir persönlich dabei geholfen hat, meine Ernährung umzustellen, ist, dass ich grundsätzlich ein bisschen entspannter daran gegangen bin. Ich war früher sehr, sehr verbissen und wollte immer alles ganz schnell und mit großem Erfolg schaffen. Und inzwischen gehe ich so daran, dass ich mir einfach Zeit lasse. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben: Sport. Meine Beziehung zu Sport sieht ungefähr so aus, dass ich mich, seit ich 16 bin, bei Fitnessstudios anmelde und mich dann irgendwann wieder abmelde, weil ich einfach nicht hingehe. Das Problem ist nämlich, das sollte ja auch alles irgendwie ein bisschen Spaß machen, sonst bleibt man ja überhaupt nicht am Ball. Für das klassische Abnehmen spielt Sport allerdings eine kleinere Rolle als jetzt eine gesunde Ernährung. Der Körper passt sich nämlich sehr schnell dem erhöhten Energieverbrauch durch die Bewegung an. Und oftmals denkt man sich dann nach dem Workout, jetzt zur Belohnung eine Pizza. Und schon ist die Bilanz wieder hin. Mit der Bilanz ist das Verhältnis zwischen Energieaufnahme und Energieverbrauch gemeint. Sobald man mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt, wird man zunehmen. Und umgekehrt kann man mit einem Kaloriendefizit abnehmen. Jeden Tag 30 bis 60 Minuten Bewegung, zum Beispiel ein Spaziergang, das ist schon gut für euch. Vor allem eben dann, wenn ihr im Alltag viel sitzen müsst. Das zusammen mit einer ausgewogenen Ernährung ist quasi die geheime Formel für langfristigen Erfolg. Versucht euch selbst nicht allzu großen Druck zu machen. Solange euer Körpergewicht oder euer Essverhalten nicht gesundheitsgefährdend sind, kann so ein bisschen Selbstliebe nicht schaden. Bei all den Möglichkeiten, sich selbst zu optimieren, kann man schnell mal vergessen, was der Körper eigentlich jeden Tag leistet. Und dafür können wir ihm ruhig mal Danke sagen. Seid etwas gutmütiger mit euch selbst. Und behaltet im Hinterkopf, dass selbst die schönste Instagrammerin nicht alles aus ihrem Leben teilt und nicht den ganzen Tag nur Avocado-Toast futtert. Wenn ihr euch mal bezüglich eurer Ernährung beraten lassen oder abnehmen wollt, könnt ihr zum Beispiel bei eurer Krankenkasse nach entsprechenden Angeboten fragen. Achso, ja, und das wollte ich ja noch verraten. Weil ich früher so dünn war, hat man mich immer Lauch genannt. Ja, ich weiß, ihr denkt euch gerade, ich bin immer noch dünn und ja, man nennt mich immer noch Lauch. So, Freunde, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr schon mal eine Diät ausprobiert habt und wie die funktioniert hat bei euch. Oder seid ihr schon zufrieden mit eurer Figur? Auf jeden Fall ab damit unten in die Kommentare. Und wenn euch die Folge gefallen hat, nicht vergessen, Daumen nach oben und Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein neues Video. Und schaut auch gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei, die findet ihr unten in der Infobox. So, aber Sport ist ja bekanntlich immer gut, deswegen würde ich sagen, hier mal ein paar Liegestützen ab, runter, Ladies. Los, los, los und 1, 2, 3. Lisa, was machst du da? 4, Lisa, 5, Vanessa,